Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein Einfamilienhaus mit Satteldach, das trotz dieser klassischen Dachform und traditioneller Holzständerbauweise sehr modern und lichtdurchflutet daherkommt. Und obwohl das Musterhaus Ulm von Lena Haus schon über 10 Jahre steht, ist es ein echter Evergreen, der zeitlos modern und mit sehr, sehr ungewöhnlichem Grundriss daherkommt. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns das heute zusammen anschauen dürfen. Also kommt mit! In vielen Baugebieten ist ja ein Satteldach vorgeschrieben und für Bauherren, die gerne modern und kubisch bauen wollen, kann das ein echtes Problem sein. Hier gibt es eine Lösung, wie man das eigentlich ganz gut hinkriegen kann. Wir haben hier einen weiß verputzten Hauptbaukörper mit Abmessungen von 11 x 8,70 Meter, 2 Vollgeschosse weiß verputzt und das Dach ist ein 16 Grad, also sehr flach geneigtes Satteldach ohne Dachüberstände. Das Besondere ist aber, oder diese kubische Optik gibt es durch diesen Dachrand. Das ist nämlich mit einer hochgezogenen Attika gemacht, obendrauf mit einer Titanzink-Abdeckung, also ein klassischer Flachdach-Dachrand. Und dieses Satteldach ist dann eben nach innen zurückversetzt. Das ist für die Entwässerung nicht ganz einfach, bautechnisch auch ein bisschen aufwendiger, aber es gibt eben die moderne Optik. Auch modern ist natürlich diese Kombination aus weißer Putzfassade und Lärchenholzverschalung. Das sieht man hier in dem Giebelbereich. Dadurch setzt sich das Ganze eben noch mal mehr ab und wirkt noch kubischer und diese großen anthrazitgrauen Fenster. Diese Elemente sind hier teilweise über Eck gezogen. Das sind wirklich sehr, sehr große Öffnungen. Das ist RAL 7016, der berühmte Farbton. Es sind Holz-Alu-Fenster, die also auch wirklich sehr hochwertig sind. Und wir sehen schon, es gibt hier eine Terrasse mit so einer Attika mit Luftbalken. Wir haben hier eine Hebeschiebetür, die fast 5 Meter Spannweite hat. Da sage ich euch drinnen auch was dazu, wie das funktioniert, was das statisch alles mit sich bringt. Und jetzt schauen wir mal hier rum. Man sieht schon, dass es hier über Eck gezogen ist, aber eben nicht mit einer echten Übereckverglasung, sondern mit dieser Stütze, mit dieser verkleideten. Und was dann immer ganz wichtig ist, die Lamellenjalousien laufen hier in so Führungsschienen. Das ist wesentlich windstabiler, als wenn die nur mit so einer Seilschiene laufen. Ihr seht auch hier über Eck, dass die Lamellenjalousien in so aufgesetzten Kästen laufen. Das ist jetzt an der Stelle so, weil es eben diese Überecklösung ist. An den anderen Fenstern könnt ihr sehen, macht der Hersteller das auch, dass die Jalousien eben hinter der Putzfassade verschwinden. Das wiederum ist die etwas aufwendigere Lösung, die auch nur funktioniert mit der dickeren Wand. Das ist nämlich einer der wenigen Holzfertighaushersteller, der auch noch 2 verschiedene Wandstärken anbietet. Hier haben wir jetzt die 33er Wand und es ist insofern was Besonderes, weil es eine diffusionsoffene Konstruktion ist mit einem Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis, die sich unter diesem Putz verbirgt. Hier seht ihr jetzt das Fallrohr runterkommen und wenn ihr euch das mal anguckt, da oben seht ihr schon, das geht dann da natürlich um die Ecke. Das muss natürlich alles gelöst werden mit dem nach innen versetzten Dach. Wir haben jetzt auch hier schon mal ein Musterhaus mit Garage. Das ist ja immer so ein Thema, was vielen ganz, ganz wichtig ist. Das ist tatsächlich eine Betonfertiggarage, die da einfach angesetzt ist. Und weil das eben oft nicht so leicht ist, da eine Verbindung zwischen dem Holzfertigbau und dieser Garage hinzukriegen, ist es hier eigentlich eine ganz, ganz schöne Lösung, weil es gibt hier einen kleinen Bürobereich, der praktisch als Verbindung fungiert. Die Attika ist einfach hier oben durchgezogen, sodass das Ganze ein einheitliches, zusammengefasstes Bild kriegt. Es gibt keine innenliegende Verbindungstür, aber durch diesen eingezogenen Bereich, der etwa 2 Meter mal 1 Meter ist, kann man eben hier von der Garage, die hier eine ganz normale Außentür hat, trockenen Fußes und auf kürzestem Weg ins Haus. Und so ein kleiner eingezogener Bereich bringt euch einfach unheimlich viel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das noch ein bisschen größer zu machen, kann ich euch nur empfehlen. Dann kann man da auch mal ein Buggy stehen lassen oder irgendwie ein Kinderfahrrad. Und es ist einfach schön, um trockenen Fußes ins Haus zu kommen. Und wie es da drin aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an.
Die Diele hat 5,8 Quadratmeter. Man merkt schon, das spielt hier eigentlich keine Rolle, weil das Erdgeschoss total offen gestaltet ist. Man kann von der Haustür wirklich hier in alle Richtungen gucken, was sehr, sehr schön ist. Und wir haben hier auch eine Geschosserhöhung. Das heißt, hier gibt es eine lichte Raumhöhe von 2,60 Meter. Auch das kommt dem offenen Grundriss sehr entgegen. Ihr seht schon, eine Besonderheit dieses Herstellers ist die Decke. Wir haben hier Kiefernholz, offenporig, genau wie auch die Konstruktion, die hier teilweise sichtbar ist. Es gibt auch die Möglichkeit, das in die Wand mit zu integrieren und weiß zu verputzen. Hier hat man es jetzt bewusst mal offen gelassen. Wir haben hier wieder dieses Farbprinzip Weiß, Holz und einen dunklen Grauton. Das ist in diesem Fall hier auf dem Boden eine Fliese. Das ist ein jetzt nicht mehr ganz aktuelles Format, 90 mal 45. Wie gesagt, das Haus steht ja auch schon über 10 Jahre. In so einem dunklen Antik heißt dieser Ton. Das ist ein Feinsteinzeug, der so ein bisschen marmoriert ist. Das ist ganz gut, der ist nämlich rutschhemmend und man sieht, obwohl es ein dunkler Farbton ist, da nicht so den Dreck drauf. Hier ist jetzt schon die offene Garderobe. Das sind nochmal 4 Quadratmeter. Und da hätte ich eben schon den ersten Tipp für euch. Also im Musterhaus oder so fürs Tagesgeschäft reicht natürlich so ein kleiner Schrank. Wenn ihr jetzt diesen Durchgang ins Wohnzimmer hier nicht machen würdet, dann hättet ihr hier wirklich Platz für einen ganz, ganz langen Garderobeneinbauschrank, wo ihr ganz viel unterbringt, und das Wohnzimmer kann man eben auch von hinten ganz gut erschließen. Hier hinter mir ist ein Gäste-WC und nochmal ein Büro, wo wir nachher ganz kurz reingucken. Auch da natürlich, weil es ein Musterhaus ist, jetzt mit der Glaswand abgetrennt. Auch da könnte man natürlich nochmal einen Garderobenschrank stellen, wenn man jetzt nicht die Glaslösung wählt und da eben auch nicht das Bedienpanel von der Smart Home Anlage sitzen würde. Auch das zeige ich euch nachher nochmal. Aber jetzt schauen wir erstmal in den Wohnbereich. Das Wohnzimmer hat 21,5 Quadratmeter und ich denke, das wäre auch sehr schön, wenn hier der Durchgang zu ist. Dann ist der Raum noch ein bisschen privater. Wir haben es hier sehr, sehr schön hell drin, denn es gibt einmal diese Riesenfront, zu der sage ich euch gleich was. Und dann gibt es noch dieses hochliegende Fensterband, das immer gut ist zur Belichtung, wenn dahinter vielleicht die Straßenseite liegt. Die Brüstungshöhe ist hier 1,40. Sehr schön übrigens hier diese Granitfensterbänke, die auch wieder das Farbkonzept aufgreifen. Und dieses Fenster ist jetzt 2 Meter mal 80 Zentimeter Höhe. Das gibt es oben drüber im Schlafzimmer an genau der gleichen Stelle auch nochmal. Wir kommen jetzt hier weiter zu dieser wahnsinnigen Hebeschiebetür. Das ist jetzt ein Element, wo dieser Öffnungsflügel fast 2,50 Meter hat und die Festverglasung daneben eben auch nochmal fast 2,50 Meter. Heißt, wir haben hier also drüber einen Sturz, der fast 5 Meter ist, und an der Stelle ist dann eben auch ein Stahlträger notwendig. Ganz kurz was zur Statik, weil das in diesem Haus so schön erkennbar ist durch diese offenen Balken. Also wie gesagt, diese Stützen könnten auch in der Wand verschwinden. Wir haben hier eine geputzte Oberfläche, das ist sehr, sehr schön. Und hier an der Stelle braucht man natürlich jetzt also einmal natürlich den Stahlunterzug und auch nochmal die Stahlstütze, die hier die Lasten abfängt. Das muss euch einfach klar sein, wenn ihr so eine große Öffnung habt, dass einfach solche Dinge sich ergeben und auch immer die Kosten nach oben treiben. Und jetzt schauen wir noch kurz auf die große Terrasse. Die Terrasse hat 3,50 Meter mal 6 Meter, ist also wirklich ein großer Außenraum, und es gibt eben hier so eine Pergola mit Luftbalken, die schon vom Haushersteller mitgeliefert worden ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr hier gut so eine Jalousie integrieren könnt und nachher nicht mit irgendwelchen Anbaulösungen arbeiten müsst. Das sieht auch sehr schön aus. Das ist jetzt eine komplett waagrechte Markise. Das Einzige, was ihr da beachten müsst, immer zufahren, wenn ihr nicht da seid. Weil wenn es da drauf regnet, das Wasser läuft nicht ab, gehen die wahnsinnig schnell kaputt. Ansonsten ist das eine sehr, sehr schöne Lösung. Ich habe euch die jetzt mal halb rausgelassen. Man kann da auch ganz zumachen. Das beschattet im Sommer natürlich auch diese große Glasfront, wobei es ja auch hier die Lamellenjalousien gibt, die hinter der Fassade verschwinden. Ich hatte es euch ja schon gesagt, vorne sieht man die Variante mit den aufgesetzten
Steckkästen. Und hier hat man jetzt auch wieder diese Lösung mit der flachen Schwelle. Und das sind ja Holz-Alu-Türen. Es muss euch klar sein, wenn ihr so ein Riesenelement habt, das ist wirklich schwer. Das läuft jetzt hier auch nach über 10 Jahren noch leicht, weil der Stahlträger natürlich da oben drüber auch absolut verformungsstabil ist. Das ist eine Voraussetzung, dass das alles gut funktioniert. Wir kommen jetzt hier wieder rein, gehen weiter zum Essbereich. Da kommen wir nochmal vorbei an dieser Stahlstütze. Da ist auch eine Bodensteckdose eingelassen. Das kann durchaus Sinn machen, wenn ihr so eine lange Glasfront habt. Überlegt euch, wo ihr die braucht und wo ihr nachher auch nichts draufstellt, damit die euch nicht im Weg ist. Wie gesagt, die Stütze ist hier notwendig, trotz des Stahlunterzuges, weil hier eben die Festverglasung drunter ist, die Lasten von dem Unterzug nicht aufgenommen werden können an der Stelle, obwohl der Stahlträger dann noch weiterläuft. Funktioniert es dann natürlich so, weil wir hier einfach eine Wand haben. Wir sind jetzt schon im Essbereich, der 19 Quadratmeter hat und durch diese Öffnung hier oben, das ist ein Luftraum von knapp 15 Quadratmetern, eine ganz besondere Atmosphäre bekommt. Wir haben jetzt hier eine lichte Höhe von knapp 5 Metern und durch diese vielen Glaselemente wirklich einen lichtdurchfluteten Raum. Klar ist natürlich, da oben geht euch der Raum für ein Kinderzimmer verloren, aber wenn ihr nur ein Kinderzimmer braucht, kann man das natürlich machen, weil es wirklich sehr, sehr eindrucksvoll ist. Die Höhe von diesen Elementen ist jetzt hier überall 2,20 Meter. Wir haben hier dann nochmal einen Drehkippbeschlag, also so ein Öffnungsflügel, der 1 Meter breit ist. Diese Festverglasung sind 2,40 Meter. Das Element haben wir hier über Eck an 2 Stellen und oben eben in entsprechender Breite auch nochmal, sodass hier wirklich zu allen Tageszeiten wahnsinnig viel Licht reinkommt. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr hier eine außenliegende Beschattung habt. Wir haben heute einen sonnigen, aber kalten Tag und hier drin wird es natürlich dann sehr, sehr schnell warm. Wir gehen jetzt hier mal gleich weiter. Wir sehen schon, dieser Tisch steht hier so leicht schräg drin. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit, in so einen Raum nochmal Spannung reinzukriegen. Man hat sich hier nämlich entschieden, diese Küche mit dem dahinterliegenden Technikraum nochmal so schräg zu stellen. Das heißt, wir haben hier ganz leicht aus dem Winkel, aus dem rechten Winkel raus, diesen Kochtresen. Dieser ganze Küchenbereich sind nochmal knapp 12 Quadratmeter. Und hier haben wir jetzt, glaube 63 Zentimeter mal 2,75 Meter, eine sehr, sehr schöne Arbeitsplatte aus Naturstein. Das ist ein schwarzer Granit. Und das würde mir jetzt wahrscheinlich von der Arbeitsfläche nicht ganz reichen. Zumal wir hier in der Rückwand jetzt keine weiteren Arbeitsflächen drin haben. Aber dazu sage ich euch gleich noch mal was. Es gibt hier auch nicht vergessen, wenn ihr so einen freistehenden Block habt, die Steckdosen, die man eben auch versenken kann. Das sind jetzt 3 Stück in der Nähe zum Herd. Auf jeden Fall einplanen, wenn ihr so einen freistehenden Block hier habt. Und diese Rückwand finde ich ganz interessant. Das ist nämlich Carbon Metallic und das ist wirklich absolut unempfindlich. Ist jetzt hier praktisch in so eine Wandnische eingelassen. Dahinter ist der Technikraum, der nochmal 4 Quadratmeter hat. Und hier gibt es jetzt nochmal so einen kleinen Raum, der sehr, sehr hell ist und ich wahrscheinlich ein bisschen anders nutzen würde. Also wenn man jetzt die Tür zum Technikraum vorne in der Diele hat, könnte man natürlich hier nochmal so eine Art Nebenküche machen. Das heißt hier nochmal einen Unterschrank mit einer Arbeitsplatte. Man kann es natürlich auch abschließen, hier weniger Verglasung nehmen und dann hier einfach nochmal so eine kleine Backup-Küche oder eine Speisekammer von 4 Quadratmetern machen. Wie gesagt, der Technikraum hat jetzt hier die Tür, da brauchen wir nicht reinzugucken. Das Haus ist schon über 10 Jahre alt, da ist noch eine Gastherme drin, das ist an der Stelle nicht interessant. Heutzutage baut der Hersteller komplett mit Fußbodenheizung und Luftwasserwärmepumpe und wie gesagt, natürlich ist auch die komplette Photovoltaik und Solaranlage, Einbindung von Smart Home, funkbasiert oder KNX-Verkabelung möglich. Ich zeige euch, bevor wir hochgehen, nachher noch kurz hier die Schaltmöglichkeit. Eingebunden sind hier im Haus Belichtung, Beschattung, die Heizungssteuerung und natürlich die Türkommunikation und Sicherheit.
Wir gehen jetzt hier nochmal in die beiden Nebenräume, die es hier im Erdgeschoss gibt. Wir haben das Büro, das etwa 14 Quadratmeter hat, jetzt hier natürlich im Musterhaus mit Glaswand abgetrennt. Und was ihr auch schon sehen könnt, es gibt jetzt hier diese große Verglasung zum Eingangsbereich. Das ist natürlich schön, wenn das wirklich ein Büro ist. Wenn ihr das später als Schlafzimmer nutzen wollt, macht ihr das natürlich anders. Hier gibt es jetzt nochmal diese praktische Schranknische, 60 cm tief. Das sage ich ja eigentlich ist immer gut, weil dann würde man hier nachher auch einen Schrank und ein Bett reinkriegen. In dem Fall ist es jetzt so, dass wir hier nebendran noch ein kleines Gästebad haben. Da schauen wir jetzt rein. Ihr seht hier nochmal das Smart Home Bedienpanel. Das ist jetzt nicht das System, das aktuell noch verbaut wird, aber da kann man schon sehen, lassen sich die Jalousien und alles hier an einer Stelle steuern. Man kann die runterfahren lassen, diese Lamellenjalousien, die eben gut verschatten bei gleichzeitiger Ausblicksmöglichkeit. Jetzt schauen wir hier kurz ins Bad. Das hat 4 Quadratmeter und ist damit gerade so an der Grenze, dass man Dusche und WC hier unterbringen kann. Der Raum hat jetzt eine Breite von 1,75 Meter, abzüglich der 15 cm Vorwandinstallation habe ich dann noch 1,60 Meter. Und dann wird das natürlich jetzt hier mit dem WC und der Dusche so nicht funktionieren. Es ist jetzt hier im Musterhaus mal angedeutet, weil es ja auch hier nie benutzt wird. Ihr müsstet natürlich erstens dann auf dem Boden hier ein entsprechendes Gefälle haben. Die Ablaufrinne würde man wahrscheinlich an die Wand setzen. Und klar, mit einem Duschvorhang könnte man das jetzt hier machen mit den 80 x 90. Aber wenn ihr jetzt diesen Raum hier 1,90 breit planen würdet, 15 cm mehr, könntet ihr das eben hier auch gut unterbringen mit einer feststehenden Verglasung, die dann eben auch Spritzschutz bietet. Hier ist jetzt gleich schon ein schmales, hohes Fensterelement mit Milchglas drin. Im Erdgeschoss absolut alles richtig gemacht. Und da das Haus ja wie gesagt keine kontrollierte Lüftungsanlage hat, braucht man hier auf jeden Fall auch einen Öffnungsflügel, wo man schnell mal was rauslüften kann. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben aussieht. Wir haben hier eine gerade einläufige offene Treppe ohne Setzstufen, die ganz modern gestaltet ist. Es ist eine HPL-Treppe, High Pressure Laminat. Das heißt, man kann hier so ganz schlanke Wangen haben. Wenn ihr das natürlich so haben wollt mit diesen sichtbaren Unterzügen, muss man dran denken, dass das dann hier eingefräst sein muss, damit es eben auch ganz an der Wand dran ist. Die Stufen sind in Betonoptik gespachtelt. Die sind natürlich dann damit sehr unempfindlich. Und das ist dann Stahl mit diesem eingespannten Glas. Das sieht natürlich hier oben sehr transparent und hell aus. Jetzt sind wir auch schon auf der offenen Galerie, die etwa 9,5 Quadratmeter Fläche hat. Die lichte Raumhöhe sind hier 2,42 Meter. Auch hier wäre natürlich eine Geschosserhöhung möglich, sodass man da ein bisschen mehr Raumhöhe hätte. Und ihr seht schon hier die etwa 15 Quadratmeter Luftraum, die natürlich der Platz fürs zweite Kinderzimmer wären. Und wir schauen jetzt hier mal in das erste Kinderzimmer, das tatsächlich eingerichtet ist und das mit 13,5 Quadratmetern etwas kleiner ist. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier wieder so eine Ecklösung, was die Fenster angeht. Die Brüstungshöhe sind hier oben etwa 46 cm. Das ist für ein Kinderzimmer sehr schön, weil man dann da eben die Sitzbank machen kann, weil Kinder da auch sehr gut rausgucken können. Die Oberkante von dem Fenster sitzt jetzt hier auf 1,78 Meter. Das ist, wenn jetzt jemand größer ist, vielleicht schon fast ein bisschen niedrig. Ihr habt dann auch einen relativ hohen Sturz darüber, aber das kann man sich ja überlegen, wie man es haben möchte. In dieser Ecklösung haben wir jetzt noch eine Sache. Wir haben ja keine Lüftungsanlage, das heißt, es muss hier einen Öffnungsflügel geben. Das ist jetzt hier an der Stelle schon richtigerweise nur ein Kippbeschlag, weil sonst bräuchte man hier natürlich eine Absturzsicherung. Und ich würde euch empfehlen, also wenn ihr jetzt keine Lüftungsanlage habt, reicht das zum Lüften nicht, hier noch ein Fenster einzuplanen, wo man auch mal wirklich aufmachen und lüften kann. Wir gehen jetzt mal gleich hier weiter. Hier gibt es nämlich noch eine zweite Tür und wir sehen auch hier, der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung sitzt jetzt hier im Kinderzimmer.
Das kann man machen, das ist nicht wahnsinnig schlimm. Manchmal hört man das ein bisschen, wenn die Stellmotoren da drin sich verstellen. Deshalb würde ich euch immer empfehlen, bei der Planung mal zu gucken, wo ist der eingeplant, geht es vielleicht auch im Flur. Und jetzt schauen wir mal, wo diese zweite Tür hinführt. Kinderzimmer hat nämlich hier einen direkten Zugang zum Familienbad, das ganz gut gegliedert ist. Wir haben jetzt hier erstmal so einen kleinen Bereich mit einem WC, das hier separat ist. Und dann geht es hier weiter um die Ecke, da ist die Dusche eingebaut. Auch da muss man natürlich sagen, wenn die jetzt benutzt wird, muss man da ein Gefälle machen. Das sieht man natürlich in den Fliesen. Der Boden sieht dann ein bisschen anders aus. Und ich denke, wenn man jetzt hier diesen großen Regenduschkopf hat, die Dusche ist jetzt nur 1,12 tief, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diese Nische tiefer zu machen, oder ihr braucht hier nochmal einen Spritzschutz, sonst habt ihr natürlich da immer alles nass. Hier kommen wir jetzt in den Hauptraum, der auch wieder sehr, sehr hell ist. Wir haben hier eine große Hebeschiebetür, die ist 2 Meter hoch. Da geht es raus auf die mögliche Dachterrasse. An der Stelle ist es jetzt ein bisschen anders gemacht. Hier seht ihr schon, ist diese Glasscheibe drin. Das ist nicht begehbar. Es ist das Flachdach auf der Garage und auf diesem Büro, das so ein bisschen auskragt. Deshalb hat jetzt dieses Dach auch 2 unterschiedliche Höhen, weil hier vorne ist gedämmter Wohnraum drunter. Da hat man eben die Aufdachdämmung und da hinten ist die Garage. Wenn ihr also jetzt da eine große Terrasse haben wolltet, würde dieser Aufbau natürlich komplett anders aussehen. Das ist auch eine Kostenfrage, aber möglich wäre es natürlich. Ihr habt jetzt hier die freistehende Wanne. Das ist natürlich toll, wenn man da rausgucken kann, wenn man eine Terrasse hat, die vielleicht auch einen Sichtschutz drumherum hat mit einer hochgezogenen Attika. Dann kann man da ins Grüne gucken, ohne dass einem jemand reinguckt. Und hier hinten gibt es tatsächlich noch mal so eine kleine Nische mit einer Infrarotsauna. Im Zusammenhang mit der Sauna ist es natürlich auch schön, wenn man da raus kann, um sich abzukühlen. Dieses Haus ist nachträglich umgebaut worden, deshalb steht die Sauna jetzt auch hier vor dieser Festverglasung, wobei ich es gar nicht so schlecht finde, wenn man da drin sitzt, kann man nämlich rausgucken. Das ist vielleicht auch ganz nett. Aber auch da muss man natürlich mit dem Sichtschutz sich wieder überlegen, ob man das so haben will. Wir gehen jetzt mal hier weiter um die Ecke. Hier ist dann klassischerweise Platz für den Waschtisch. Würde ich immer empfehlen, in einem Familienbad einen Doppelwaschtisch oder 2 Auslässe zu nehmen. Und hier fehlen natürlich jetzt auch wieder komplett die Steckdosen. Klar, im Musterhaus braucht man sowas nicht, aber ihr solltet bei eurer Elektrobemusterung auf jeden Fall dran denken. Und jetzt geht es hier offen weiter in Ankleide und Schlafzimmer. Im Musterhaus ist jetzt hier keine Tür drin. Das müsst ihr euch im echten Leben überlegen, diese offene Verbindung. Denn im Bad ist natürlich auch mal laut, falls jetzt jemand anders noch schläft und man duscht da schon. Und es gibt natürlich unterschiedliche Temperaturbedürfnisse. Feucht, warm im Bad, trocken und kühl im Schlafzimmer. Hier haben wir jetzt die Ankleide. Da ist es jetzt eben schon so, dass die Wand hier nur halb hoch ist, damit da Tageslicht reinkommt. Gäbe natürlich auch die Möglichkeit, da hinten ein Fenster zu machen und es hier ganz hoch zu ziehen. Denn auch hier braucht man ja vielleicht Licht und stört dann den Partner, falls der noch schläft. Die Ankleide ist 4,5 Quadratmeter groß. Wenn ihr die zweizeilig möblieren wollt, hier sind jetzt nur 40 cm Schranktiefe. Hier würde jetzt dann nichts mehr hinpassen. Die ist jetzt 1,40 breit, dann solltet ihr sie mindestens 1,60 bis 1,80 breit machen. Hier hinten gibt es jetzt noch mal eine Nische, die wesentlich tiefer ist, wo man auch Koffer und andere Dinge noch abstellen kann. Das ist also durchaus praktisch und wie gesagt, natürliches Tageslicht in der Ankleide, ja oder nein, ist ja immer so eine Grundsatzfrage, die man sich einfach überlegen muss. Wir gehen jetzt hier gleich weiter offen ins Schlafzimmer. Hier haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viel Licht.
Der Raum ist 14,8 Quadratmeter groß, dafür, dass da nur ein Bett drin stehen muss, auf jeden Fall ausreichend. Und hier haben wir jetzt wieder dieses Fensterelement, das ihr unten schon gesehen habt im Wohnzimmer. Brüstungshöhe 1,25, 2 Meter breit, 80 Zentimeter hoch. Auch hier dann nur der Kippbeschlag und auch an der Stelle, wenn ihr ohne Lüftungsanlage baut, müsstet ihr euch überlegen, ob euch das zum Lüften reicht. Denn hier haben wir eine wunderschöne Panorama-Aussichtsverglasung nach draußen, die natürlich eine Festverglasung ist und sich nicht öffnen lässt. Das heißt, dass ich davor dann halt auch keine Absturzsicherung brauche. Die Brüstungshöhe sind hier wieder die rund 50 Zentimeter und dann kann ich hier natürlich wunderschön im Bett liegen und rausgucken. Von den Maßen haben wir hier 2,50 mal 1,50 ungefähr, sodass hier auf jeden Fall viel Tageslicht drin ist und auch hier wieder die Lamellenjalousien, die sich runterfahren lassen, wo man es eben auch verdunkeln kann. Eine Sache möchte ich euch noch sagen zur Elektrobemusterung. Man sieht jetzt hier, das ist ja irgendwie ganz schön, wenn man die Lichtauslässe in der Decke hat und das dann so hängend machen kann. Vermutlich war das hier geplant für ein breiteres Bett. Dann ist das auch okay. Ich wollte euch das nur noch mal sagen. Man muss wirklich bei der Elektrobemusterung die Möbel schon im Hinterkopf haben, denn an der Stelle ist natürlich der Lichtauslass jetzt hier zu weit weg vom Bett. Wenn das irgendwas zum Lesen sein soll, müsste der halt einfach hier rüber gesetzt werden. Jetzt haben wir alle Räume gesehen hier im Musterhaus Ulm. Es steht an der Messe Ulm im Hausbaucenter. Dort könnt ihr euch das angucken. In der Regel dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. Die Grundrisse zum Haus habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Dort gibt es auch eine Preisinfo vom Haushersteller. Und wenn ihr noch mehr andere Haustouren in Häusern dieses Herstellers sehen wollt, blende ich euch die da auch noch mal ein. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.